Achtung, eine Premiere, ein exklusives Erlebnis, das ihr nur bei uns bei Ideen mit Herz findet. Wir haben extra für euch Tischkalender gestaltet mit Diamond Painting für die Jahre 2027 und 2028 und wir schauen uns die Kalender mal genauer an. Ich stelle sie mal hin, sie sind extra so vorbereitet, dass ihr sie perfekt abstellen könnt. Und wir gucken uns erstmal den Kalender von 27 an. Der steht so schön mit einem stabilen Karton in Weiß. Wir haben hier die Ringbindung, eine schöne Titelseite und dann geht's los. Ihr habt jeweils das Motiv auf der einen Seite und das Ziffernblatt auf der anderen Seite. Auf jedem Monat habt ihr eine Folie, die das Motiv schützt und die klebende Fläche. Wir gehen einmal durch die Motive durch. Hier haben wir Mai, dann Juni. Passt natürlich immer das Motiv zum jeweiligen Monat vom Stil. Dann haben wir hier den Herbst mit dem süßen Eichhörnchen und weiter geht's mit. Da sind wir auch schon im Dezember. Ich zeige die Motive gleich auch noch mal gelegt, wie schön die funkeln. Und dann haben wir hier noch den Kalender von 28 mit den niedlichen Kätzchen. Das gleiche Prinzip. Ihr könnt die einzelnen Seiten jeden Monat immer schön nach hinten einfach umklappen und dann seht ihr wieder das nächste Motiv. Also es ist an alles gedacht. Es sind wunderschöne Geschenkideen auch. Und dann haben wir natürlich das gesamte Material dabei. Wir schauen noch mal von oben. Dann seht ihr auch die gelegten Motive. Da haben wir die einzelnen Kalenderblätter hier einmal abgenommen, um euch die Motive gelegt noch schöner zeigen zu können. Alle Steine sind mit dabei und das Werkzeug. Ihr habt einmal den Stift, das Schiffchen und Wachs mit in der Box. Hier haben wir das schöne Vögelchen, dann im Februar die verliebten Teddys mit dem Herz, im März passend zu Ostern das Osterhäschen und dann ein wunderschönes Frühlingsmotiv im April. Wir haben hier die Vögelchen im Mai. Die einzelnen Feiertage sind auch markiert auf dem Ziffernblatt. Also ihr seht hier in Rot natürlich immer die Sonntage, dann hier Christi Himmelfahrt ist markiert, Pfingstmontag, das ist auch immer schön übersichtlich, alles in Rot gehalten und dann auf der anderen Seite das Motiv. Ihr könnt hier natürlich auch noch Notizen hineingeben, vielleicht irgendwelche Markierungen vornehmen an besonderen Tagen. Hier sehen wir dann das schöne Eulenmotiv im Juni. Im Juli richtig farbenfroh, einmal der Schmetterling, dann wird es maritim mit dem Segelboot im August, im September die wunderschönen Pilze, auch das ganze Farbdesign ist hier jeweils angepasst auf das Hauptmotiv, das niedliche Eichhörnchen da mit dem Kürbis, der Igel mit den Herbstblättern, im November und im Dezember dann der süße Schneemann, der uns ein frohes Fest wünscht. Und ihr habt ja nicht nur einen Tischkalender, sondern auch noch den zweiten vom Jahr 2028, auch noch mal mit Motiven, die jeweils perfekt zu dem jeweiligen Monat passen und auch wieder mit der Hintergrundfarbe alles super aufeinander abgestimmt ist. Also das macht so viel Spaß, das ist etwas Besonderes. Den kann man sich so schön hinstellen im Büro, zu Hause und in der Küche einfach mal drauf schauen. Und da steckt ja so viel Liebe drin, das macht so Freude, sich hier jeden Monat einmal vorzunehmen. Ich zeige einmal, wie einfach das Ganze funktioniert. Ihr bekommt den Kalender und alle Steine mit dem Werkzeug dazu. Jetzt nehmt ihr euch mit dem Diamond Painting Stift einfach das Wachs auf, sodass die Steine anschließend wunderbar haften bleiben. Hier haben wir jetzt die Nummer 22, einmal das Tütchen gewählt mit dem schönen Gelb und hier könnt ihr jetzt einfach die Schutzfolie hochziehen und anschließend jetzt hier einmal die 22 nachpainten. Und dann setzt ihr schön Stein auf Stein und kommt so Schritt für Schritt zum Ergebnis. Und wer eine Pause machen möchte, der gibt einfach die Schutzfolie wieder über das Motiv, so ist es schön geschützt und macht später weiter.
Außerdem könnt ihr einfach mit einem Fineliner euch hier auch noch Notizen machen, Geburtstage markieren, vielleicht wenn hier der Hochzeitstag ist, einfach ein schönes Herz drum machen und da auch nochmal das Ziffernblatt personalisieren. Wenn das Jahr zu Ende ist, 2027, dann habt ihr ja bei dem Kalender 12 wunderschöne Diamond Painting Bilder und sogar auch noch die Titelseite, also 13 Bilder. Das heißt, ihr könnt im Anschluss ja auch einfach die Bilder jeweils aus dem Monat ausschneiden. Hier haben wir das Bild vom August. Und zwar das schöne Segelboot einfach ausgeschnitten und auf eine 16×16 Grußkarte gesetzt. Und dann könnt ihr auch das Bild anschließend, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, legen oder dann eine Grußkarte gestalten. Ihr könnt natürlich auch, wer mag, unseren E-Painter verwenden. Der saugt die Steine automatisch an. Wir haben kein Kabel, wir haben 2 Saugstufen und können wunderbar so arbeiten und hier die Steine setzen. Anschließend, wenn ihr die Steine fertig gelegt habt, empfehlen wir auch immer noch unseren Premium-Versiegler, um die ganze Oberfläche vor Staub zu schützen und zu versiegeln. Da schaut auch einfach nochmal bei uns im Shop. Und in der Kombination mit unseren Motiven sind auch unsere Perlmutt-Grußkarten wunderbar zu verbasteln, denn da passen die Motive einfach perfekt drauf von der Größe her. Also denkt dran, das ist unsere Exklusivbox, die gibt es nur bei uns bei Ideen mit Herz und wir haben die Motive extra für diese Box zusammengestellt. Die könnt ihr so nicht einzeln bekommen bei uns und diese wurden mit ganz, ganz viel Liebe für euch entwickelt. Die Box hat die Artikelnummer 01493807.